Hallo, heute soll es um ein etwas spezielleres Thema gehen. Wir hier an der Berliner Hochschule für Technik im Labor für Geomedien, Fachbereich 3, besitzen einen sogenannten Hyperglobe. Bei uns der Omniglobe von der Firma Globoxess mit 80 Zentimeter Durchmesser, den sehen wir gerade vor uns. Und das ist im Prinzip ein Globus mit einem Beamer im Sockel, der nach oben über einen Spiegel wird das Bild in das Innere projiziert und eine Software bearbeitet die Daten vor, sodass die Projektion letzten Endes funktioniert. Und genau darum soll es heute gehen, wie wir nicht nur einfach ein statisches Bild in den Globus bekommen, sondern eine ganze Animation, die wir vorliegen haben. Also wir nehmen jetzt an, wir haben ein Video mit einer Kartenanimation, wie hier zum Beispiel. Das haben wir bereits umgesetzt, das Thema von Oli Bai. Das ist die History of the World, wo diverse Zivilisationen, deren Aufkommen und Niedergang dargestellt werden über die Jahrhunderte tatsächlich. Und das haben wir schon umgesetzt und jetzt soll es um ein weiteres Video gehen, wie so ein Video zerlegt werden kann in einzelne Bilder, wie die Bilder in einem Rutsch projiziert werden können in eine bestimmte Projektion und dann wieder in diesen Globus gebracht werden. Wer jetzt also den Globus nicht besitzt, aber vielleicht eine Verwendung hat für georeferenzierte Videos oder in eine bestimmte Projektion gebrachte Videos, für den ist das Video hier sicherlich auch interessant. Ja, und zwar werden wir im Folgenden erstmal das Video runterladen von YouTube, werden es mit FFmpeg in mehrere Bilder zerlegen und dann in die Software QuantumGIS, also eine Open Source Geo-Software gehen. Da werden wir anhand eines Bildes eine Schablone, ein Skript erstellen, um das Video zu georeferenzieren, also mit Koordinaten zu versehen. Dieses Skript werden wir anpassen, um dann eine Zielprojektion einzustellen und das Ganze noch ein wenig zu beschneiden, beziehungsweise in unserem Fall auf bestimmte Koordinaten, auf die Weltkoordinaten zu erweitern. Dann wird dieses Skript auf alle Bilder angewandt und insofern haben wir dann schon eine fertige Projektion mit sämtlichen Bildern einer großen Animation. In unserem Fall werden wir dann noch eine Schablone erschaffen, also eine Maske, die darüber gelegt wird, um Nord- und Südpol zu ergänzen. Diese fehlenden Randteile könnten auch eine Legende oder ähnliches ergänzen. Dann wird die ganze Animation in die Globus-Software gelegt und noch ein wenig angepasst. Als Beispiel haben wir uns jetzt auch wieder von Oli Bai die United Nations and League of Nations Animationen rausgesucht. Da geht es um die Vereinten Nationen und deren Vorgängerorganisation von 1920 bis 1992. Ähnliches Muster. Auch hier haben wir wieder eine Weltkarte, die wir georeferenzieren müssen und dann auf den Globus bringen. Die gibt es bei YouTube, Link in der Beschreibung. Und wir müssen die erstmal herunterladen. Da gibt es irgendwie gefühlt jeden Monat wieder eine neue Plattform, wo man das machen kann. Wir haben aktuell y2down.cc uns ausgesucht und genutzt. Da den Link von dem Video einfach einkopieren, auf Download klicken und das Ganze steht bereit. Jetzt benötigen wir das Programm FFmpeg. Das gibt es auf GitHub. Unter Releases, ich nehme da immer die shared.zip für Windows. Die entpacke ich mir im Explorer. Darin befindet sich das Verzeichnis mit FFmpeg und darin das bin-Verzeichnis. Und hier finde ich die ffmpeg.exe. Die kann ich auch gleich mal anwählen, nicht ausführen, einfach nur einmal anwählen. Und ich möchte mir den Pfad zu dieser Datei kopieren. Da kann ich entweder in Windows 10 einen Rechtsklick machen und Pfad kopieren oder unter Windows 11 im Explorer auf die Punkte oben rechts klicken und da die Option Pfad kopieren auswählen. Wir werden uns jetzt eine Befehlszeile zusammenwerfen, die daraus besteht, FFmpeg aufzurufen, die Videodatei,
die wir runtergeladen haben. Und dann sagen wir, mit so und so viel Bilder die Sekunde sollen in einen bestimmten Ordner als Bilddateien gelegt werden. Dazu rufen wir die Eingabeaufforderung einfach im Startmenü eintippen auf und kopieren mit STRG V den Pfad zu FFmpeg rein, den wir gerade kopiert haben. Ich packe den pauschal in Anführungszeichen, das schadet nie und ist immer notwendig, wenn wir Leerzeichen in unserem Pfaden haben. Dahinter ein -i, ein Leerzeichen und es folgt der Pfad zur eigentlichen Videodatei, bei mir mit Leerzeichen, deswegen in Anführungszeichen, also wieder im Explorer Pfad kopieren und hier per STRG V einfügen. Dahinter -vf und FPS gleich 5 in meinem Fall. Die Frames per Second, 30 Bilder die Sekunde sind das übliche und ich würde nur 5 entnehmen, weil ich möchte das Ganze nicht überanstrengen. Also ich muss ja jedes Bild am Ende bearbeiten lassen und der Globus muss das in einer sehr hohen Auflösung auch schnell darstellen. Also der Rechner muss da hinterherkommen. Da geht schon so einiges, aber es muss auch nicht sein, wenn nicht zu viel passiert in dem Video. Dann habe ich mir den Ordner Extrakt in meinen Videoordner angelegt. Hier sollen die Bilder nachher hingespeichert werden. Also jetzt den Pfad angeben zu diesem Verzeichnis und dann %04 in meinem Fall d.png. Das bedeutet, kann hier eine nummerierte Bilder ablegen mit 4 Zeichen, also von 0 bis 9999 und PNG meint das Bildformat, kann natürlich auch JPEG sein bei Bedarf. Mit Enter bestätigen, jetzt rechnet FFmpeg einmal die Bilder und legt die ab. In meinem Fall waren das so ungefähr 600 Bilder. Ich bin dann nochmal reingegangen, habe so die ersten Bilder gelöscht und das Ende, die Credits und bin dann bei ungefähr 550 Bildern gelandet. So, jetzt sind wir in QuantumGIS angekommen. Hier werden wir anhand eines Bildes uns ein Skript erzeugen, das die Georeferenzierung durchführt, die Bilder umprojiziert in das Ziel und auch eine Beschneidung durchführt. Ich suche mir zuerst von meiner Animation ein einzelnes Frame raus, das möglichst leicht zu georeferenzieren ist. Am besten enthält es natürlich schon Koordinatenangaben, aber gerade bei Videos ist es eher untypisch. Hier in meinem Fall würde ich einfach auf eine Referenzkarte zugreifen, also Google Maps oder ähnliches, und da einzelne Punkte ausfindig machen. Darum stelle ich als erstes auch in meinem Hauptfenster ein Weblayer oder eine andere Karte ein und ändere hier auch direkt die Projektion auf die im Video wahrscheinlich angewandt wurde. In meinem Fall habe ich mich für World Robinson entschieden. Das sollte der Karte am besten entsprechen. So muss die Georeferenzierung nicht zu starke Verzerrungen vornehmen. Ich möchte jetzt hier keinen ganzen QGIS-Einführungskurs geben, darum relativ fix. Wir können im Menü Layer die Georeferenzierung aufrufen. In dem Fenster öffnen wir das Kartenbild, was wir uns ausgesucht haben und klicken hier ziemlich verteilt möglichst über die Karte einzelne Punkte an, die wir gut wiederfinden können in unserer Referenzkarte. Die sollten also auch in die Ecken halbwegs kommen, aber eben auch in der Mitte einige Punkte. So 6 Punkte sollten das auf jeden Fall mindestens sein. Da klicken wir rauf, kommt ein Fenster, wo wir entweder Koordinaten direkt eingeben können. Hier schauen wir auf jeden Fall auch nochmal, ob die Zielprojektion angegeben ist, weil in der ist dann, also bei mir World Robinson, sind die Koordinaten dann angegeben. Und hier gibt es auch den Knopf eben, dass wir das Ganze aus der Kartenansicht raus abnehmen können, diese Koordinaten. Das machen wir, wie gesagt, mindestens 6 Mal und dann haben wir in unserer Passpunkttabelle diese ganzen Zeilen und hinten steht auch sowas wie dx, dy, das meint so die Differenz zu dem,
wie die Verzerrung vielleicht am optimalsten wäre, aber natürlich je nach Referenz, je nachdem wie sauber wir gearbeitet haben, auch nicht unbedingt sein kann. Wir gehen dann mal unter Einstellungen zu den Transformationseinstellungen. Hier müssen wir einige Sachen anpassen. Wir sehen hier zum Beispiel wieder das Zielkoordinatensystem, World Robinson in unserem Fall, und den Transformationstyp. Der war bei mir zuerst immer noch auf Poly 1 eingestellt. Das heißt, dass er nur die Karte ein wenig anschrägt, rotiert, zoomt etc., aber nicht richtig verzerrt. Als ich damit dann testweise mal das Bild georeferenziert habe, hat sich herausgestellt, dass gerade um den Äquator herum bei mir zu wenig Punkte gesetzt waren und hier dann starke Verzerrungen zur Referenzkarte auftraten. Also habe ich einfach mal auf Poly Nummer 2 gesetzt und da hat sich nicht viel getan, beziehungsweise waren zum Beispiel die dx, die y waren plötzlich 0, sieht ja optimal aus, aber nein, es waren einfach zu wenig Punkte. Für Poly 2 benötige ich wirklich 9 Punkte, also habe ich noch weitere eben um den Äquator in meinem Fall gesetzt und konnte dann das Ganze auch sauber georeferenzieren und das Ergebnis sah dann so aus. Der Rest der Karte, der jetzt hier eben verdeckt ist, den werden wir später noch mit einer Maske ergänzen. Wir gehen nochmal in die Transformationseinstellung. Wir haben also jetzt Poly 2, wir haben das Zielsystem eingestellt, die Ausgabedatei, den Pfad, das müssen wir jetzt nicht machen, das wird im Skript passieren. Abtastmethode habe ich kubisch gewählt, also irgendwas Höheres sollte es auf jeden Fall sein. Kompression brauchen wir hier nicht und viel mehr benötigen wir nicht. Wir können mit OK bestätigen. Und jetzt kommen wir zu dem Herz der ganzen Angelegenheit. Wir können durch im Georeferenzierungsfenster unter Datei ein GEDAL-Skript erzeugen. Und das ist so Code, der kann in der Kommandozeile ausgeführt werden und macht dann genau das, was wir gerade alles eingestellt haben. Das werden wir auch so nutzen. Hier sehen wir, das sind 2 Befehle, GEDAL Translate, wo die ganzen Georeferenzierungspunkte eingegeben sind und ein Start- und Zielbild. Das ist jetzt noch eine andere Datei, das ist von einem anderen Beispiel. Dann GEDAL Warp mit den Projektionsparametern und auch hier wieder ein Start- und Zielbild. Diesen Code kopieren wir uns und gehen in einen Texteditor, fügen den ein und speichern diese Datei als .bat, georeferenzieren.bat zum Beispiel, eine Batch-Datei, in den Ordner, unter dem sich dann die ganzen anderen Ordner befinden. Also bei mir ist es zum Beispiel der Ordner H-Extrakt und darunter befinden sich dann die Ordner Bilder und später Georefer oder ein Temp Directory und so weiter. Also von da wird diese Batch-Datei immer wieder ausgeführt. Ja, und den Code modifizieren wir jetzt. Vor dem Ganzen, also vor GEDAL Translate, kommen 2 Zeilen rein. Diese Code-Schnipsel werde ich unten auch in die Beschreibung noch packen, muss also nicht alles abgetippt werden. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass hier eine Schleife gestartet wird, die von georeferenzieren.bat ausgehend in den Ordner Bilder geht und dort sämtliche PNG-Dateien prozessiert. Und was passiert, steht dann in der Klammer, die hier geöffnet wird und hinter dem Komplettcode, also hinter der GEDAL-Warp-Zeile, wieder geschlossen wird. Dann zu den Dateinamen. Die können natürlich nicht immer den gleichen Namen behalten. Auch da haben wir einen Platzhalter. Hier in der Ansicht habe ich jetzt mal die Georeferenzierungspunkte einfach nur rausgelöscht. Die sollten natürlich drinne stehen bleiben. Die Pfade werden modifiziert. Ich lösche den Anfang, sodass ich wirklich von Georeferenzieren.bat ausgehend in meine Unterverzeichnisse gehe. Meine Startbilder, die ich bereits habe, liegen unter Bilder. Das reicht also, wenn ich damit anfange. Dann Slash oder Backslash spielt keine Rolle. Und dann kommt das Kürzel für den Dateinamen. Dieses %Raute NF steht für den originalen Dateinamen. Und das setzen wir jetzt an mehreren Stellen ein. Wir haben hier blau markiert das Quellbild, sitzt also wie gesagt unter Bilder. Danach wieder in Anführungszeichen bei mir im Ordner Temp
soll das Zwischenergebnis für diese Translate-Operation reingeschrieben werden, zum Beispiel als TIFF-Datei. Und wenn ich dann weiter unten im GDAL Warp wieder rufe ich aus dem Temp-Directory diese jeweilige Datei auf, die TIFF-Datei, und speichere das Ergebnis im GeoRef-Ordner. Und genau diese Ordner, also Bilder sowieso, existiert ja bereits. Temp und GeoRef müssen vorher angelegt werden, sonst kann der da nicht reinschreiben. Und ein Unterschied zu dem bisher erzählten: Ich hatte ja die World Robinson als Projektion angegeben. Das war dafür da, um die Georeferenzierung einmal zu testen. Aber hier in grün markiert die Projektionsparameter unseres Ziel mit EQC, was für Equidistant Cylindrical steht, und das ist die Platt-Carré-Projektion, die wir am Ende benötigen. Insofern ist das nicht ganz falsch. Wir müssen hier aber noch einfügen, dass wir von der World Robinson kommen und später zu Platt-Carré gehen wollen. Schön ist, dass wir hier statt dem ganzen langen Definitionscode für die Projektion auch den EPSG bzw. Esri-Code nutzen können, der uns bei den Projektionseigenschaften in QGIS angezeigt wird. Für die Platt-Carré nutzen wir also 54001 und für die World Robinson 54030. In unserem Code löschen wir also erstmal alles, was hinter TSRS, das ist das Target Spatial Reference System, da stehen in Anführungszeichen diese ganzen Projektionsparameter, und die löschen wir raus und schreiben einfach den Esri-Code hier rein, ohne Anführungszeichen. Und davor definieren wir mit SSRS noch das Quellkoordinatensystem, was bei uns ja die World Robinson ist. Würden wir den aktuellen Stand jetzt ausführen, würde jeder Translate die Koordinaten setzen und in einem TIFF im Temp-Ordner abspeichern und GDAL Warp das Ganze umprojizieren von Robinson nach Platt-Carré. Wir haben aber noch ein wenig mehr vor. Wir wollen die Karte noch erweitern, dass sie wirklich die komplette Erde zeigt, und dafür brauchen wir den Parameter Target Extent. Das ist -TE, und wenn wir dahinter jetzt einfach die 4 Koordinaten -180, -90, 180, 90 der kompletten Erde schreiben würden, wüsste der aber nicht, dass wir hier von Grad reden. Also packen wir davor noch ein -TE Spatial Reference System und auch wieder hier ein EPSG-Code, und zwar 4326. Das steht für WGS 84, das Weltkoordinatensystem, das in Grad angegeben wird. Danach folgt mit -TS noch die Angabe der Pixelmaße des finalen Bildes, und hier sind 4096 x 2048 eine typische Größe für Globus-Themen. Mein finaler Code sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben eine Schleife, die im Bilderverzeichnis nach allen PNGs schaut. Dann GDAL Translate nimmt alle Koordinaten, die wir angegeben haben, und schreibt die in die TIFF-Dateien ins Temp-Directory. Als nächstes nimmt sich GDAL Warp alle TIFFs aus dem Temp-Directory und sagt, okay, das ist jetzt die Robinson-Projektion und die soll in die Platt-Carré übertragen werden. Dabei beschneiden wir dann noch die Karte auf genau die Weltkoordinaten bzw. vergrößern die Karte und speichern das finale Bild in den GeoRef-Ordner, und das hat dann auch die finale Größe von 4096 x 2048 Pixeln. Würden wir diese Batch-Datei jetzt einfach ausführen mit einem Doppelklick, gäbe es eine Fehlermeldung, weil GDAL Translate und GDAL Warp nicht gefunden würden, zumindest in den Grundeinstellungen. Also öffnen wir das Terminal über die mit installierte Shell OSGeo 4W, die ist im Startmenü zu finden unter QGIS, und navigieren hier zu unserem Ordner zur georeferenzieren.bat-Datei. Wenn nach dem Start der Datei solche Zeilen hier durchlaufen, haben wir alles richtig gemacht, ansonsten müssen wir da auf die Fehlermeldung achten.
An sich, das geht ziemlich fix. Bei mir waren für so gut 500 Bilder, hat er etwa 7,5 Minuten benötigt. Und dann hatte ich im Ordner Georef meine gut 500 Bilder, die dann alle entsprechend transformiert waren. Und die Bilder im Temp-Directory konnte ich direkt wieder löschen, die werden nicht mehr benötigt. Wenn ich eine der Karten einlade in QGIS und mal transparent über meine Webkarte lege, sollte das alles gut passen. Und ich sehe jetzt in meinem Fall die dunklen, grauen Bereiche. Das ist das, wo halt bei mir noch ein schwarzer Bereich war ohne Daten. Und die muss ich jetzt ergänzen mit einer normalen Weltkarte. Außerdem sehen wir jetzt hier mal die 1920. Mir war inzwischen aufgefallen, dass die Jahreszahl in diesem Thema rechts von der Karte immer hochläuft. Und jetzt wäre eine Option gewesen, in Photoshop oder irgendwo anders, die Synchron immer auszuschneiden, in eine weitere Bildanimation zu packen und nachher im Globus an ein oder zwei Stellen als eigene Ebene über die Karte zu legen. Aber ich dachte, ich spare mir das. Ich habe in Photoshop einfach per Aktion jedes Bild noch vor der Georeferenzierung bearbeitet, das die Jahreszahl kopiert und an zwei Stellen eingefügt, sodass sie in dem Bild, was dann nochmal georeferenziert wurde, mit transformiert werden. Ja, um diesen Kartenrand zu erzeugen, haben wir halt unsere Webkarte und legen jetzt in QGIS ein Layout an. Das soll die Größe, standardmäßig wird die in Millimetern gemessen, sondern wir klicken einmal rechts in die Bildmitte, öffnen die Seiteneigenschaften und ändern die Breite und Höhe in den Einheiten auf Pixel und können dann die ganz konkret 4096 x 2048 Pixel anlegen. Über Element hinzufügen kommt jetzt noch die Karte als Ebene dazu. Und auch hier kann ich unter Position und Größe auf Pixel umschalten und die 4096 x 2048 einstellen. Die Ausdehnung festzulegen hat dann etwas länger gedauert. Vielleicht hat jemand eine schöne Idee und kann mir das mal in die Kommentare setzen. Also ich konnte da ja jetzt nicht einfach -90, -180 und so weiter eingeben, weil wir ja in Platt Carré sind. Und ich habe hier keine Option gefunden, einfach das umrechnen zu lassen. Ich hätte jetzt die Ausdehnung aus dem Layer einfach abkopieren können. Das ist die eine Option. Die Alternative war für mich, jeweils bei X-Min, Y-Min und so weiter auf das E rechts daneben zu gehen und einen Ausdruck zu bearbeiten. Und da habe ich hier den gefunden, also X-Min und dann die Layer Properties abzufragen. Hier habe ich meinen Layer-Namen 0026 ist das erste Bild eingetragen und dann den Extent abzurufen. Das eben entsprechend für Xmin, Xmax und so weiter angepasst, immer mit den gleichen Werten drin und dann schreibt er automatisch diese Zahl. Eine weitere Alternative, wenn ich immer Platt Carré habe und immer die Weltkoordinaten, kann ich mir auch einmal diese Zahlen abschreiben, weil es sind immer die gleichen. Ich wollte es nur eigentlich mal ein bisschen eleganter lösen. Wenn Seitengröße und Ausdehnung der Karte stimmen und ich auch die Karte eingebettet habe, die ich gerne nutzen möchte, die gut zu meinem Video passt, dann exportiere ich unter Layout das Kartenbild in 4096 x 2048 Pixel und lade das in Photoshop, in Affinity, in GIMP oder irgendein anderes Programm ein, wo ich ein wenig mit Ebenen arbeiten kann, was wegschneiden und maskieren etc. Als zweite Ebene lege ich darüber eines der georeferenzierten Kartenbilder und selektiere hier alles, was am Ende überdeckt werden soll durch die Webkarte. Diese Selektion nutze ich dann als Maske für meine Webkarte, sodass ich erstmal eine gute Karte habe, die erstmal alles zeigt, was soll und alles ist ergänzt. Jetzt geht es darum, die beiden Karten noch farblich aneinander anzupassen. Jetzt nicht den Fehler machen und das eigentliche Kartenbild bearbeiten, das nehmen wir ja aus der anderen Datei, sondern wir wollen ja eine Maske konstruieren, die darüber gelegt wird. Ich habe in meinem Fall das Tool gleiche Farbe genutzt, um das Blau zu selektieren und durch das Gelb zu ersetzen. Und im nächsten Schritt habe ich im Norden und Süden noch Gelb und Weiß ergänzt.
Wenn zwischen dem Hintergrund und dem eigentlichen Kartenbild jetzt ein kleiner Saum übrig bleiben sollte, einfach die Maske noch ein wenig vergrößern. Ansonsten das Kartenbild wieder ausblenden und jetzt haben wir unsere eigentliche Maske mit Transparenz und die können wir als PNG abspeichern, um sie in dem Globus-Thema zu verwenden. Ja, und im Prinzip wollte ich jetzt das beides, also die Animation und die Kartenmaske, einfach einladen und dann ist mir wieder aufgefallen, das vergesse ich jedes Mal, dass OmniGlobe aus irgendwelchen Gründen keine TIFF-Dateien einlesen kann. Beziehungsweise kann schon, aber ohne es dann zu konvertieren. Also entweder das Skript von der Animation nochmal ändern und sagen, hier, okay, wir wollen PNG am Ende haben, georeferenziert. Das ist das eine. Oder das Alternative ist, was ich jetzt mal schnell gemacht habe, in OrbanView, in Adobe, in wo auch immer, einfach mal alle von den TIFFs in PNG umwandeln. Geht ja auch. Im Materialeditor dann in ein passendes Verzeichnis gehen und hier nicht ein Bild zufügen, sondern einen ganzen Ordner, den georeferenzierten Ordner auswählen und bei der Konvertierung, also in unserem Beispiel reicht DXT1 völlig aus, das ist möglichst klein, das Bild, wir haben keinen Alpha-Kanal, wir haben nicht viele Farben, reicht wunderbar aus. Unten noch sagen, dass er das Ganze für eine Animation neu benennen soll und schon wird das Ganze importiert und konvertiert. Nach dem Import werde ich unten noch gefragt, in welcher Zeit diese 517 Bilder dargestellt werden sollen. Und wenn ich da mich an dem Video orientiere, was ungefähr 100 Sekunden lang ist, habe ich auch ungefähr so 5,17 Bilder die Sekunde. Das macht bei der Animation etwas weniger als ein Jahr pro Sekunde in der Kartenanimation. Das passt ganz gut. Den Kartenrand wiederum lade ich auch gleich in dasselbe Material ein, weil das ja immer zusammen dargestellt wird. Da ist wichtig, dass der Layer in der Layerliste oben steht, um das andere zu verdecken. Und hier lade ich das einzelne PNG ein und in meinem Fall, ich konvertiere das gar nicht, könnte man jetzt machen mit einem Alpha-Kanal, aber das ist ein Bild, das ist keine Animation. Wenn das ein bisschen größer ist, spielt keine Rolle. Und ja, das lade ich einfach dazu. Zweite Ebene, speichere das Ganze ab und kann dann in den Story Editor gehen. Ja, im Story Editor, ich wähle einfach nur das Material aus, schaue, dass die Story lang genug ist, also 100 Sekunden in meinem Fall. Vielleicht die Rotation noch einschalten etc. Und unter Preview sehe ich dann auch schon, wie das Ganze aussieht. Ich würde jetzt wahrscheinlich im nächsten Schritt noch die Legende übernehmen etc., aber das soll jetzt nicht Teil dieses Videos sein.